Mein Name ist Andreas Gredinger. Ich bin Doktorand am Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik der Universität Stuttgart. Die Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Feuerung, Vergasung, Rauchgasbehandlung, also eben alles, was mit Brennstoffen und der energetischen Nutzung dieser Brennstoffe zu tun hat. Man versucht im Rahmen der Energiewende erneuerbare Energien zu fördern. Der Nachteil von Wind- und Sonnenenergie ist, dass immer nur dann Strom erzeugt werden kann, wenn Wind und Sonne da ist. Biomasse ist mehr oder weniger über das ganze Jahr verfügbar. Das Problem ist nur, man baut dort kleinere Einheiten zur Stromerzeugung, als es jetzt beispielsweise in Kohlekraftwerken der Fall wäre. Das Prinzip wäre sonst das gleiche. Man würde Biomasse einfach verbrennen, aus der Wärme Dampf produzieren und dann über eine Dampfturbine Strom erzeugen. In kleineren Einheiten ist das allerdings nicht mehr wirtschaftlich. Da lohnt es sich dann, aus der festen Biomasse einen gasförmigen Brennstoff zu erzeugen und diesen Brennstoff in kleineren Motoren zu verbrennen. Wenn wir neue Prozesse untersuchen und da die ersten Schritte machen, meistens immer nur Holzpellets. Wenn es aber Projekte gibt, wo eben andere Sachen außer der reine Prozess untersucht werden sollen, dann geht auch Stroh, Klärschlamm, Haushaltsmüll, alle Brennstoffe, in denen Kohlenstoff und Wasserstoff verfügbar ist, können vergast werden. Während der Vergasung entstehen als Hauptkomponenten Wasserstoff, Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und Methan. Niedrige Kohlenwasserstoffe wie Methan als einfachster mit einem C und 4 Wasserstoffatomen sind jetzt bei der Vergasung noch nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ich ein Gas habe, das dann ca. 700-800 Grad habe und ich kühle das ab, weil ich es speichern will, fangen diese höheren Kohlenwasserstoffe an zu kondensieren. Und durch das Kondensieren können Anlagenteile verstopft, verklebt werden. Man sagt, dass eben Kohlenwasserstoffe mit einer höheren Molekulardichte als Benzol, als Teere zählen. Also das sind Sachen, die bei der Vergasung hauptsächlich die Probleme machen im Anlagenbetrieb. Diese zu minimieren, ist eine Aufgabe in der Forschung. Und um sie zu minimieren, muss ich immer vor und nach den Anlagenteilen Teer messen. Das wird bisher in aufwendigen nasschemischen Verfahren gemacht. Ziel ist, diesen ganzen Prozessschritt der Teermessung zu vereinfachen, zu automatisieren. Und deshalb wird im Rahmen meiner Arbeit mein Messgerät entwickelt. Bei dem nasschemischen Verfahren wird heißes Produktgas aus der Produktgasleitung entnommen und wird dann zu einem Messaufbau geführt, wo verschiedene Waschflaschen gefüllt mit Isopropanol bei minus 20 Grad gekühlt sind und dann wird das Gas eben durch diese Waschflaschen gesaugt. Die Teere kühlen ab, kondensieren aus, werden in dem Isopropanol ausgewaschen und das teerfreie Gas wird dann hinten aus der Messapparatur rausgeleitet und Temperatur, Druck sowie der Volumenstrom gemessen. Später werden dann die Waschflaschen zusammengeleert. Es gibt eine Probe und diese Lösung wird aufbereitet und dann später im Labor auf ihre Teerbestandteile und Konzentrationen analysiert. Ein guter Anhaltspunkt ist, umso gelber oder brauner die Probe ist, umso mehr Teer ist drin. Jetzt hängt es natürlich erstens von der Teerkonzentration, die im Gas ist, ab. Zweitens von den Teerbestandteilen, die drin sind. Und drittens dann auch noch insgesamt von der Gasmenge, die ich abziehe. Aber wenn man immer die ähnlichen oder gleichen Probenahmeparameter hat, kann man dann schon an der Farbe ganz gut erkennen, wie viel Teer eben im Gas und dann auch in der Probe ist. Bei wenigen Teer geht es los, da ist es dann leicht gelb, sieht aus wie Fanta und geht dann weiter über die Farbe von Apfelsaft und Bier bis hin zu, ja, fast schon so einer schwarzen Suppe. Für die Einzelaufschlüsselung der einzelnen Teerbestandteile wird mit dem Gaschromatograph die Bestandteile auseinandergetrennt und dann mit einem Massenspektrometer oder einem FID die Konzentration bestimmt. Der Vorteil der nasschemischen Methode ist, dass ich die einzelnen Bestandteile der kompletten Teerkonzentration aufschlüsseln kann. Man hat erst eine Probennahme und dann nachgeschaltet eine Probenaufbereitung und Analyse. Die nasschemische Analyse ist sehr zeitaufwendig und personalaufwendig. Also ich brauche jemanden, der eben die Probe sammelt und danach analysiert. Das kann zwischen mehreren Stunden und Tagen dauern. Das Teermessgerät hat da deutliche Vorteile. Ich habe im Minutenrhythmus hoch aufgelöst die Gesamtteerkonzentration. Zudem kommt noch dazu, dass das Messgerät die Bearbeitungsschritte immer gleich macht. Zudem braucht man keine Chemikalien mehr. Bei der nasschemischen Messung ist der Chemikalienverbrauch relativ hoch und die müssen dann natürlich auch entsorgt werden später. Eben die Mischung aus automatisierten Messverfahren und der Vermeidung von bisher benutzten Chemikalien, das ist eigentlich die große Innovation. Ja, es ist kleiner wie eine Bierkiste, wiegt ca. 15 Kilogramm. Hat vorne dran verschiedene Hebel zum Einstellen der Gasdrücke. Der Detektor wird mit Wasserstoff und Brennluft betrieben. Die Gaswege werden mit Stickstoff geschaltet. Und um eben diese Drücke von diesen Gasen einzustellen, hat es vorne entsprechende Hebel.
Dann hat es noch ein Touchpanel, auf dem Grundeinstellungen vorgenommen werden können. Die Einstellungen können aber auch über einen angeschlossenen Notebook oder Tablet mit einer extra Software vorgenommen werden. Das hat dann auch noch den Vorteil, dass die ganze Visualisierung von dem Messprinzip einfacher ist. Das Ganze ist tragbar und kann an jedem Platz, wo es, sage ich mal, Platz für eine Bierkiste hätte, eben auch aufgestellt werden. Auf der Rückseite sind Anschlüsse für die Gasversorgung, also eben für Kalibriergas, für Messgas, für Wasserstoff, Brennluft und Stickstoff. Und dann hat es noch eine kleine Öffnung, wo eben diese Teerfilter, die im Messgerät sind, wo der Teer dann auskondensiert, gewechselt werden können. Man saugt über eine Venturi-Düse Produktgas aus der Abgasleitung vom Vergaser an. Es werden damit dann 2 Probeschlaufen mit Gas gefüllt, die dann nacheinander zu einem Detektor geführt werden, der dann die Konzentrationen an Kohlenwasserstoffen ermittelt. Und die erste Schlaufe wird komplett dorthin geführt, sodass alle Kohlenwasserstoffe gemessen werden. In der zweiten Schlaufe wird zwischen der Probeschlaufe und dem Detektor noch ein Filter platziert. Der Filter ist auf 20 Grad eingestellt. Auf diesem Filter kondensieren dann die kondensierbaren Kohlenwasserstoffe. Und aus der Differenz zwischen den Gesamtkohlenwasserstoffen und den nicht kondensierbaren Kohlenwasserstoffen, die dann übrig bleiben, können dann die kondensierbaren Kohlenwasserstoffe berechnet werden. Man kann das eigentlich aufteilen in 2 Bereiche. Der erste, das sind Versuche bei uns im Labor. Ich habe mir dort einen kleinen Laborplatz aufgebaut, an dem ich mir die einzelnen Teersubstanzen, die häufig vorkommen, in verschiedenen Konzentrationen herstellen kann. Da es kondensierbare Kohlenwasserstoffe sind, kann ich die gasförmig nicht beziehen, also muss ich es mir selber mischen. Und so kann ich dann den Einfluss von verschiedenen Konzentrationen und Betriebseinstellungen von Messgeräten überprüfen und die Genauigkeit des Messsignals damit auswerten. Die weitaus komplexeren und schwierigeren Versuche sind dann eben die Messungen in unserem Technikum. Meistens ist es so, dass wenn Kollegen dort sowieso schon Experimente und Versuche durchführen für ihre Forschung, dass ich dann einfach mit dazugehe. Und dann haben wir meistens dort den Aufbau dieser bereits angesprochenen nasschemischen Teermessung zum Vergleich und eben des Online-Teermessgeräts. Und wir messen dann parallel mit beiden Verfahren. Das Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren. In den 3 Jahren haben wir die alten Prototypen nochmal getestet und auf ihre Fehler hin untersucht, uns Gedanken gemacht, was wir am neuen alles verbessern und vereinfachen wollen, den neuen Prototyp gebaut und auch schon getestet. Die Software war der große Flaschenhals und wir hatten diesmal einen professionellen Softwareentwickler. Das Gerät an sich ist jetzt in einem Zustand, in dem wir sagen können, es misst stabil und valide, es lässt sich gut bedienen. Die Filter, die ich momentan für die ersten Tests und die ersten Messungen benutze, sind aus gesintertem Bronze. Was ich noch vorhabe in der weitergehenden Untersuchung, ist, diese Filter durch Glaskugeln zu ersetzen. Ich erhoffe mir dadurch, dass mehr von diesen Teeren auf den Glaskugeln dann noch hängen bleiben und somit das Messverfahren dann genauer wird. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, das Messgerät hat jetzt eine Marktreife erlangt. Und neben Kick InnoEnergy als Hauptgeldgeber hat auch die Firma Radfisch Analysensysteme, die eben dann auch den Prototyp gebaut hat und später auch vertreiben wird, noch eigene Mittel aufgewendet, sowie wir vom IFK natürlich auch noch. Jetzt gilt es natürlich noch, die handelnden Personen in Forschung, Wissenschaft und Industrie davon zu überzeugen, dass das Messgerät wirklich reproduzierbar genau misst und eben ein Mehrwert für ihre Arbeit ist. Das passiert im Rahmen von Konferenzen oder Testmessungen vor Ort, in die wir dann auch noch ein eigenes Budget investieren. Im Bereich Forschung und Entwicklung sind es Forschungsinstitute oder die Forschungsabteilungen von Unternehmen, die Vergaser entwickeln, bauen oder eben auch diese nachgeschalteten Anlagenteile wie eben die Teerwäscher, die Gasreinigung oder dann eben die Gasnutzung wie die Gasmotoren. Die werden dadurch nicht die herkömmlichen nasschemischen Methoden 1:1 ersetzen können. Die Anlagenbetreiber, die sind daran interessiert, einfach zu wissen, halten sie ihre Grenzwerte ein oder ist ihr Prozess konstant. Interessant wird es dann immer, wenn man über den Preis spricht. Wenn man aufgrund des Thermessgeräts eben sehen kann, dass am Betrieb etwas falsch läuft, macht sich so ein Thermessgerät sehr schnell wieder bezahlt, gerade bei Betreibern von Industrievergasern. Wir hatten es mal grob kalkuliert und gesagt, wenn wir 300 herkömmliche Thermessungen und Analysen einsparen könnten, allein die Investitionskosten dafür schon wieder eingespielt sein müssten. Das allererste, was ich mir wünsche, ist, dass es für mich persönlich eine ordentliche Note nachher gibt. Und wenn wir wirklich es schaffen würden, das Messgerät in angemessener Stückzahl verkaufen zu können, ist es natürlich einerseits der finanzielle Vorteil für die Firma Radfisch, für uns und natürlich auch für Kick InnoEnergy. Andererseits, umso mehr dann dieses Messgerät benutzen, umso eher kann man dann eben auch die Messergebnisse untereinander vergleichen.
Und wenn es vor allem, also hier innerhalb von Europa, was die Forschungsinstitute angeht, wenn es da so als eine Art Standard sich entwickeln würde, dann also wäre schon mehr, als ich mir wünschen würde, ja.